Eine neue Sprache zu lernen ist wie neue Freunde finden. Man möchte alles über sie wissen. Spanische Verben können knifflig sein. Manche Verben halten sich nicht an die Regeln. Das sind die unregelmäßigen Verben. Sie sind gerne anders. Aber keine Sorge, wir finden sie gemeinsam heraus. Es ist wichtig, unregelmäßige Verben zu lernen. Sie tauchen überall auf. Ihr werdet sie in alltäglichen Gesprächen verwenden. Keine Angst. Sobald ihr die Muster gelernt habt, wird es einfacher. Es ist wie ein Code zu knacken. Und wir sind hier, um euch dabei zu helfen, ihn zu entschlüsseln. Beginnen wir mit einer häufigen Vokaländerung E zu I. Denkt an das Verb pensar, was denken bedeutet. Im Präsens wechselt das E im Stamm bei den meisten Formen zu I. Zum Beispiel bedeutet Yo pienso, ich denke. Aus dem E ist I geworden. Aber Vorsicht! Das E ändert sich nicht in den Formen nosotros und vosotros. Es bleibt als pensamos und pensáis. Seht ihr? Gar nicht so beängstigend. Eine weitere lustige Vokaländerung ist O zu UE. Nehmen wir das Verb poder, was in der Lage sein bedeutet. Wenn wir es konjugieren, verwandelt sich das O in den meisten Formen in UE. Zum Beispiel bedeutet tu puedes, du kannst. Aus dem O ist UE geworden. Dann haben wir noch E zu I. Das Verb pedir, was bitten um bedeutet, demonstriert dies. Konjugiert man es, ändert sich das E in den meisten Formen zu I. Also bedeutet el pide, er bittet um. Seht ihr das Muster? Kommen wir nun zu U zu UE. Das Verb jugar, was spielen bedeutet, zeigt diese Veränderung. In den meisten Formen wird aus dem U ein UE, wie in Ellas juegan, was sie spielen bedeutet. Manchmal möchte die erste Person Singular, ich, etwas Besonderes sein. Bei Verben wie hazer, tun, machen, ändert sich der Stammvokal in der Jo-Form. Aus Hako wird Hago. Diese kleinen Eigenheiten machen die spanische Sprache einzigartig. 5. Abschnitt. Navigieren durch die UIR-Verben. Verben, die auf UIR enden, haben auch einen besonderen Trick auf Lager. Sie fügen in einigen Formen ein Yxins vor den Endungen ein. Nehmen wir das Verb konstruir, was bauen bedeutet. Die Jo-Form wird zu construyo, wobei vor dem O ein Yxot eingefügt wird. Diese Verben erfordern etwas mehr Aufmerksamkeit. Aber mit etwas Übung werdet ihr sie im Handumdrehen wie ein Profi konjugieren können. 6. Abschnitt. Brücken schlagen, deutsche Übersetzungen. Lasst uns nun die Brücke zur deutschen Sprache schlagen. Pensar ist wie Denken auf Deutsch. Poder ähnelt Können. Pedir lässt sich mit Bitten übersetzen. Und Juga ist wie Spielen auf Deutsch. Die Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen zu sehen, kann hilfreich sein. Es ist wie das Entdecken verborgener Verbindungen. 7. Abschnitt. Übung macht den Meister, unregelmäßige Verben meistern. Denkt daran, Übung ist der Schlüssel zum Erfolg. Je mehr ihr diese unregelmäßigen Verben benutzt, desto selbstverständlicher werden sie euch fallen. Habt keine Angst davor, Fehler zu machen. So lernen und verbessern wir uns. Fangt damit an, ein paar neue Verben in eure täglichen Gespräche einzubauen. Ihr könnt auch versuchen, einfache Sätze mit diesen Verben zu schreiben. Jedes bisschen Übung zählt. 8. Abschnitt. Begleitet uns auf unserer Sprachreise, abonniert noch heute. Eine Sprache zu lernen ist eine spannende Reise. Und wir freuen uns, euch an Bord zu haben. Abonniert unseren Kanal für weitere unterhaltsame und informative Sprachlektionen. Lasst uns gemeinsam die Welt des Spanischen erkunden.